Shooter, ready! Intro ist durch, da bin ich wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr seht heute kein Airsoft Review. Heute geht es um eine elektronische Zielscheibe für das Airsoft-Spielen, um ja die Zielfertigkeit so ein bisschen zu verbessern oder einfach nur um eine Runde Spaß zu haben. Die Firma eShooter hatte mich angeschrieben, ob ich Lust hätte, mal ihr Sentry 2 BT Zielsystem ja zu reviewen, und ich dachte mir, habe ich noch nicht. Habe ich eine Menge Spaß dran, das mal zu machen, und dann haben die mir nicht nur ein, sondern sogar 3 Zielscheiben zugeschickt. Und das Tolle ist, das kann ich jetzt schon mal verraten, ihr könnt die Zielscheiben mit einer App, entweder Android oder iOS, koppeln und damit verschiedene Spielmodis ausüben, und das macht halt eine ganze Menge Spaß. Also man kann alleine spielen, zu zweit spielen oder gruppenweise spielen, wie auch immer. Und das Tolle, man kann bis zu 32 Zielscheiben miteinander koppeln. Das geht aber richtig ins Geld, das kann ich euch jetzt schon sagen, denn eine so eine Zielscheibe kostet 89 US-Dollar. Ich habe es auf dem deutschen Markt auch noch nicht gesehen. Das heißt, wenn ihr sowas bestellt, dann kommt auf jeden Fall, ja klar, der Versand noch mit dazu und gegebenenfalls sogar noch Zoll. Also es kann durchaus teuer sein. Wenn ihr euch aber am Ende des Reviews dazu entscheidet, das zu kaufen und ihr wollt auch noch mehr Zielscheiben kaufen, dann gibt es auch so eine Mengenrabatt. Also wenn ihr jetzt 2 Scheiben kauft, dann habt ihr, weiß ich nicht, so und so viel Prozent Rabatt. Wenn ihr 3 holt, umso mehr. Müsst ihr einfach mal auf die Webseite gucken. Verlinke ich euch unten in die Beschreibung. Ja, dann habe ich noch von eShooter noch eins drauf bekommen. Und zwar hier nochmal so ein Tracer, den Flare MBT. Um den geht es heute nicht. Ich will nur zeigen, dass es demnächst dann auch noch kommt. Ist Tracer, Muzzle Flash Generator und Chrono in einen, auch App gesteuert über Bluetooth, also so ähnlich wie die Ace-Tech Modelle. Das Ganze kostet hier, glaube ich, war auch so um die 99 US-Dollar. Machen wir aber dann, wie gesagt, in einem separaten Video. So, das war jetzt die Einleitung. Jetzt nochmal zu den Target-Systemen. Wenn ihr auf die Webseite geht, werdet ihr nicht nur diesen Sentry 2 BT sehen mit der Bluetooth-Steuerung, sondern auch den normalen Sentry 2. Das ist sozusagen ja ein doofes Zielscheibensystem, was einfach nur immer wieder aufklappt, wenn ihr es getroffen habt, was aber auch schön bunt leuchtet, so wie die, aber nicht mit App-Steuerung. Dann gibt es noch den Sentry 1 Pro, der ist noch wesentlich teurer, der kostet 159 US-Dollar. Da könnt ihr entweder mit Bibis drauf schießen oder mit einem Laser, ähnlich wie dieses Laser-Ammo-Target-System, was ich euch mal vor vielen Jahren vorgestellt habe. Da ist einmal so eine Zielscheibe mit dabei und auch nochmal so ein Laser-Target-System. Und dann gibt es den Sentry 1 auch nochmal separat, wenn ihr also noch mehr Zielscheiben kaufen wollt. Das kostet dann 99 Dollar. So, dann haben wir jetzt die Finanzen durch. Jetzt schauen wir uns den Sentry 2 BT etwas genauer an. Was ist denn so alles im Lieferumfang? Wenn ihr euch das Target-System bestellt, dann kommt das Ganze hier in diesem Karton. Ich mache das mal auf. Da haben wir hier einmal eine bebilderte Anleitung mit allen Funktionen auf Englisch. Das Target-System selber ist schön in Schaumstoff sicher gebettet, damit es euch nicht kaputt geht. Dann habt ihr hier ein USB-C Ladekabel. Ich hole mal das Target-System raus. So sieht es aus. Ich blende euch die technischen Daten hier auf der Seite auch noch mal ein. Richtig robust gebaut, auch dieses Gehäuse. Wenn da Bibis raufkommen, braucht euch keine Sorgen machen, dass da was kaputt geht. Auch hier die LEDs sind richtig tief versenkt, sodass euch da auch nichts kaputt geht. Dann haben wir hier auch nochmal eine Beleuchtungseinheit. Die Zielscheibe selber besteht aus Stahl, also hält auch einiges aus. Und das Ganze ist auch Sensoren gesteuert mit so einem Motor, sodass nicht ein Windzug oder irgendwelche komischen Bewegungen die Zielscheibe umkippt. Also wirklich nur, wenn so ein kurzer, knackiger Treffer auf diese Scheibe aufkommt, dann erst werden die Punkte gezählt. Dann haben wir unten das Ganze noch gummiert, damit es nicht wegrutscht. Hier im Inneren haben wir das Batteriefach. Ich mache mal auf, da ist ein 18650er Akku mit dabei. Eine komplette Aufladung reicht definitiv für 10.000 Schuss und noch mehr. Also da braucht auch keine Sorge haben. Wir haben ja auch eine Akkuanstandsanzeige. Wenn das hier rot anfängt zu leuchten, ist der Akku unter 15% und dann müsst ihr erst wieder aufladen, aber das kann ewig dauern. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran. Ihr seht, ich habe jetzt hier
die ja, tannfarbene Variante. Ihr könnt die Zielscheibe auch in schwarz kaufen, so wie es euch ja farblich am besten passt. Ich finde ja schwarz eigentlich ziemlich schick. Ja, drehe ich mal um. Ihr habt auf der Rückseite einmal den Anschluss für das USB-C-Kabel, um den Akku aufzuladen. Ihr habt gesehen, ihr könnt den Akku auch separat rausnehmen und an ein externes Ladegerät aufladen. Also nicht fest verbaut, finde ich schon mal ganz geschmeidig. Dann habt ihr hier einen Reset-Knopf. Habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Den benötigt ihr, wenn mal alles komplett spinnt und ja die Kopplung nicht mehr funktioniert mit der App. Dann könnt ihr hier einmal drauf drücken und dann startet ihr sozusagen out of the box wie von neu. Dann haben wir hier den An- und Ausschalter. Der hat 3 Positionen. In dieser Position ist er aus. Wenn ich ihn jetzt in die erste Position bringe, dann fährt die Zielscheibe hoch. Fängt an blau zu blinken, das heißt, er wartet jetzt auf das ja, Verbindende mit der App, da kommen wir später drauf zu. Und dann habt ihr hier auch nochmal eine farbliche LED, das ist sozusagen der Nachtmodus. Wenn ihr den aktivieren wollt, müsst ihr den Schalter noch eine Position weitermachen. So, jetzt leuchtet hier unten auch nochmal die LED auf. Wenn es in dunklen Umgebungen ist, könnt ihr natürlich dann besser auch die Zielscheibe sehen. Das zeige ich euch nachher auch, wenn ich die Scheibe nachher mal mit meinen Bibis behake. Dann schauen wir uns mal an, wie der Sentry 2 BT funktioniert. Um ihn zu verwenden, müsst ihr ihn zunächst erst einmal einschalten. Ich schalte mal gleich den Nachtmodus an. Finde ich, sieht auch am Tag optisch ansprechender aus. Ihr seht jetzt, blinkt das hier blau. Die Zielscheibe wartet jetzt auf den Connect mit der App. Ihr könnt die Zielscheibe leider nicht ohne App offline verwenden. Dazu braucht ihr den Sentry 2. Vielleicht in Zukunft wird hier bei dem BT diese Option auch noch geliefert, dass man nicht immer mit der App arbeiten muss, wenn man mal schnell ein paar Ziele umhämmern möchte. So, ich habe für euch mal die App heruntergeladen. Ich starte sie mal an. Und dann sehen wir gleich, haben wir eine große Auswahl. Wie gesagt, eShooter bietet da mehrere Produkte an, die ihr auch über Bluetooth-App steuern könnt. Ich gehe jetzt mal auf die Sentry 2 BT. Und da seht ihr gleich, werden euch die Zielscheiben angezeigt, die ihr auswählen könnt. Ich habe jetzt gerade eine Zielscheibe nur angeschaltet. Das ist diese hier. Ich wähle sie aus, sage OK. Und dann sind wir auch schon fast bereit, damit zu starten. Wir haben verschiedene Spielmodis, auf die gehe ich auch nochmal ein. Wir haben hier den Training Mode, den Battle Mode und den Unstoppable Mode. Den wähle ich jetzt mal aus, weil ich möchte euch ja mal die Funktion generell zeigen. Ich drücke jetzt hier mal drauf. Habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Einmal Single Color, Mix Color. Das heißt, hier wird beim Start eine Farbe angezeigt. Wenn ich hier auf Mix Color gehe, dann ändert sich nach jedem Treffer die Farbe. Das ist einfach nur so eine optische Spielerei. Hat mit anderen Wertungssystemen nichts zu tun. Ich lasse mal hier ich mache mal Mix Color. Drückt mal hier auf Ready. Und jetzt seht ihr einen Countdown. Wenn ich jetzt auf Start drücke, dann kriegt er hier so ein akustisches Signal mit Stimme. Ja. So, und jetzt geht's los. Und jetzt kann ich darauf schießen. Das Ganze ist sensorengesteuert. Wenn ich jetzt hier mit dem Finger drauf hämmer, seht ihr, funktioniert hier gar nichts. Das ist wie richtig so ein Motor, hält das fest. Ist halt dafür da, wenn hier mal ein Windstoß kommt oder wenn ein Ast dagegen knallt. Hier werden nur kurze, knackige Treffer gezählt. Ich habe hier mal einen Löffel. Wenn ich jetzt hier mal ganz kurz gegenhämmer, ja, dann zählt das Ganze. Und ihr seht auch, jetzt ändert sich die Farbe. Jetzt ist es orange. Und so funktioniert das Ganze. Hier werden jetzt auch keine Punkte gezählt. Ich drücke hier mal auf Finish. Wenn ihr jetzt mit Punkte zählen willst, müsst ihr in den Trainingsmode gehen oder in den Battle Mode. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Dann bauen wir nochmal die anderen Zielscheiben mit dazu auf. Ich habe sie schon eingeschaltet. Ich starte wieder die App. Und da werdet ihr jetzt hier gleich sehen, wenn ich hier wieder die Zielscheiben auswähle, dass ich jetzt 3 Zielscheiben automatisch zur Verfügung habe. Das Tolle ist, wenn ihr euch jetzt 3 kauft, ihr könnt auch mit Freunden, die sich auch so eine Zielscheiben gekauft haben, könnt ihr euch zusammentun und in der App bis zu 32 Ziele aufbauen. Also da könnt ihr euch einen CQB-Parcours aufbauen, einen EPSC-Parcours, unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier leider nur 3. Ich sage leider, weil eigentlich hätte mir noch ein 4. gefehlt, damit ich euch wirklich jeden Spielmod zeigen kann. So, ich wähle jetzt mal hier alle 3 aus. Gehe auf OK und dann fangen wir mal mit dem Trainingsmode an. Da habt ihr auch die Möglichkeit Standard oder Random zu spielen. Standard spielen, das werde ich jetzt mal starten. Wenn ihr da drauf drückt,
bekommt ihr 2 Zielscheiben, die ihr zunächst treffen müsst, und dann müsst ihr als nächstes die rote Zielscheibe treffen. Danach endet das Spiel. Dann wird die Zeit gemessen, wie viel Zeit ihr benötigt habt, um die Zielscheiben umzuschießen, und dann gibt es dementsprechend auch eine Wertung. Shooter, ready! Shooter, ready! Shooter, ready! Das ist der eine Spielmodus, und dann könnt ihr umschalten auf Random. Das ist dann noch ein bisschen spannender, und zwar da kommt es jetzt drauf an, welche Farbe ihr trifft. Wenn ihr blau trifft, dann kriegt ihr 20 Punkte, grün kriegt ihr 10 Punkte. Solltet ihr eine orangene Scheibe treffen, dann werden euch 10 Punkte abgezogen. Ist sozusagen wie so eine Geiselscheibe. Und da kommt es halt auch auf die Geschwindigkeit an, denn ihr habt eine gewisse Zeit, die ihr euch da einstellen könnt. Ihr könnt also 30 Sekunden, das habe ich jetzt hier gemacht, spielen, und danach wird dann gewertet, wie viele Punkte ihr habt. Da könnt ihr euch dann gegenseitig dann auch abwechseln. Und Shooter, ready! Der die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Der nächste Spielmodi wäre jetzt der Battle Mode. Den kann ich euch leider nicht zeigen, denn da fehlt mir tatsächlich noch eine zusätzliche Zielscheibe. Denn darum geht es, da könnt ihr jetzt mit mehreren Personen gleichzeitig spielen. Jeder Spieler oder beziehungsweise jede Gruppe bekommt eine eigene Farbe und auch eine eigene Stopp-Zielscheibe. Also ähnlich wie der Trainingsmode, wo ihr einzelne geschossen habt. Ihr habt eure Ziele weggeschossen und habt mit dem roten Ziel dann das Schießen beendet, um die Wertung anzuzeigen. Und hier ist es auch im Battle-Mode. Ich habe also, wenn ich jetzt 4 Scheiben hätte, hätte ich jetzt eine Scheibe zum Treffen, eine Scheibe zum Stoppen, der nächste hätte auch eine Scheibe zum Treffen und eine Scheibe zum Stoppen. Und wer dann halt die schnellste Zahl erreicht hat, die Punktzahl, gewinnt. Und da wird halt spannender, je mehr Zielscheiben ihr habt, aber das geht dann auch richtig ins Geld. Von daher, wenn man sich zusammentut, jeder holt ein paar Zielscheiben, kann man durchaus eine ganze Menge Spaß haben. Leider kann ich euch das hier nicht zeigen, daher gehen wir gleich in den nächsten Spielmodi. Das wäre jetzt der Unstoppable Mode, den starte ich mal an. Ja, und da hatte ich euch ja gesagt, könnt ihr entweder Single Color oder Mixed Color machen. Macht keinen Unterschied, einfach nur bei Mixed Color ist der Unterschied, wenn ihr einmal getroffen habt, dann ändert sich bei dieser Zielscheibe die Farbe, und das könnt ihr halt so lange spielen, bis euch das Gas, die Munition ausgeht oder auch die Lust. Das zeige ich euch jetzt hier auch mal ganz kurz und auch nochmal mit dem Nachtmodus im Dunkeln, denn das sieht ziemlich episch aus. Shooter, ready! Shooter, ready! Das waren alle Spielmodis, die ihr zurzeit mit dem Sentry 2 BT spielen könnt. Es sollen in Zukunft noch andere Spielmodis dazukommen. Zum Beispiel habe ich ja auch die Idee gehabt, dass man den Battle Mode vielleicht auch mit 3 Scheiben schießen kann. Und auch noch so andere Geschichten, dass
die Farbe sich wechselt, sodass man halt spontan weiß, wer hat welche Farbe, wo er drauf schießen muss, sodass man sich nicht schon gefühlsmäßig einschießt, sondern dass es immer spannend bleibt, was denn da an Farben hochkommen. Ich bin gespannt, was da in Zukunft kommt. Ansonsten, es macht eine ganze Menge Spaß. Und je mehr Scheiben man hat, umso mehr Spaß hat man, umso mehr Möglichkeiten hat man, aber umso mehr Geld hat man auch ausgegeben. Wenn, wie gesagt, die Scheiben sind nicht ganz günstig. Von daher schon mal mein Tipp, wenn euch das Ganze gefällt, dann kauft eher mehr. Dann habt ihr ja diesen Rabattcode, wenn ihr mehrere Scheiben gleichzeitig kauft. Oder wenn ihr ein Airsoft-Team seid oder ein Verein, ja, dann könnt ihr auch gleich richtig zuschlagen. Jeder kauft 3 Scheiben. Und wenn ihr euch da zusammentut, habt ihr da die Möglichkeit, bis zu 32 Targets miteinander zu koppeln. Und ich stelle mir das schon vor, wenn ihr so ein Airsoft-Gebäude habt und ihr platziert die ganzen Targets da in dem Gebäude und das letzte Target ist dann das rote Target, das Stopp-Target, und dann jagt ihr durchs Gebäude und versucht dann die ganzen Zielscheiben in kürzester Zeit wegzuschießen. Ich denke mal, das macht eine ganze Menge Spaß. Oder auch der zweite Trainingsmodus, wo halt die Farben anzeigen, wie viel Punkte ihr kriegt oder wie viele Punkte ihr abgezogen bekommt, wenn ihr halt die Geiselscheibe abschießt. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten und es ist eine ganze Menge Spaß. Und ja, wenn die Munition aus ist, könnt ihr natürlich auch den Löffel verwenden. Aber das ist eine absolute Notlösung. So, das war's von mir gewesen. Ich hoffe, euch hat das Review Spaß gemacht. Jetzt seid ihr dran. Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr von dem Targetsystem haltet. Ich bin gespannt. Also ich freue mich, dass ich es bekommen habe. Und ich werde es auch rege benutzen. Vielleicht werde ich es auch in meinen Reviews mal einbauen, dass ich nicht nur auf meine elektronische Zielscheibe mit dem Punktesystem schieße, sondern einfach mal im Garten die Dinger hier platziere und dann einfach mal so im Review mit einer Airsoft-Modell darauf schieße. Ist bestimmt auch für euch eine spannende Sache. So, das war's von mir gewesen. Bleibt bei meinem Endspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Ich hoffe, gesund und munter. Macht's gut. Euer Bruce.